Stellen Sie sich vor, es ist eine dunkle Nacht, Scheinwerfer beleuchten die Grenze, Patrouillenfahrzeuge durchkämmen das Gebiet. Das gesamte Gebiet ist mit Kameras, Bewegungsmeldern und Drohnen übersät. Es scheint unmöglich, hier durchzukommen, aber plötzlich fliegt ein Mensch buchstäblich durch die Wand. Ja, er fliegt tatsächlich, das ist kein Scherz. Einige verwenden selbstgebaute Katapulte, andere starke Seilschleudern. Es gibt sogar diejenigen, die Hängegleiter und Paragleiter mieten. Das Wichtigste ist, schnell hinüberzufliegen und ohne Verletzungen zu landen. Einige versuchen sogar, Heißluftballons und Drohnen mit hoher Tragfähigkeit zu nutzen. Aber denken Sie nicht, dass dies ein verrücktes Abenteuer ohne Konsequenzen ist. Viele, die dieses Risiko eingegangen sind, haben schwere Verletzungen erlitten. Sie brechen sich Beine, Arme, die Wirbelsäule. Die Grenzbeamten kennen diese Tricks schon lange und stellen Netze auf oder verstärken die Patrouillen in möglichen Landezonen. Noch verrückter ist die Methode der Flugzeuge der Drogenkartelle. Manchmal werden Migranten buchstäblich als Schmuggelware in die USA geworfen. Kleine Flugzeuge starten in Mexiko, überqueren die Grenze in extrem niedriger Höhe und werfen Menschen an einem vorher vereinbarten Ort ab. Das sieht schrecklich aus. Die Menschen springen bei voller Geschwindigkeit, manchmal sogar ohne Fallschirme. Manche fragen sich, warum man sein Leben riskieren sollte, warum man keinen sichereren Weg findet. Aber es gibt einen. Aber nicht für alle. Wenn jemand nicht fliegen kann, geht er zu Fuß. Zu Fuß durch das gnadenloseste Gelände der Sonora-Wüste. Es ist einer der heißesten Orte auf dem Planeten. Die Temperatur steigt tagsüber über 120 Grad. Nach Fahrenheit. Der Boden ist so heiß, dass die Schuhe schmelzen. Du gehst, und um dich herum ist nur Sand und Dornen. Weder Schatten noch Wasser. Nachts wird es nicht leichter. Die Temperatur fällt stark ab und wilde Tiere gehen auf die Jagd. Skorpione, Klapperschlangen, Kojoten. Aber der Hauptfeind ist der Durst. Migranten nehmen Plastikflaschen mit, aber das reicht nicht aus. Das Wasser geht schnell zur Neige und dann beginnt der Albtraum. Starke Dehydrierung. Der Körper weigert sich weiterzugehen, die Gedanken sind verwirrt, manche beginnen, Fata Morganas zu sehen, andere fallen einfach um und stehen nicht mehr auf. Jedes Jahr werden in dieser Wüste Hunderte von Leichen gefunden. Viele bleiben namenlos. Man nennt sie die Geister der Wüste. Grenzbeamte patrouillieren in diesen Gebieten nicht nur, um Festnahmen durchzuführen. Sie retten Menschen vor dem sicheren Tod. Aber es gibt diejenigen, die wissen, wie man die Wüste durchquert und überlebt. Sie bewegen sich ausschließlich nachts, verstecken sich im Schatten der Felsen und hinterlassen Spuren im Sand, um ihre Verfolger zu verwirren. Und vor allem gehen sie nicht allein. Sie werden von Menschen geführt, die man Kojoten nennt. Was, wenn ich Ihnen sage, dass unter der Grenze ein ganzes Netz von Tunneln gegraben wurde? Während einige versuchen, die Grenze zu Fuß zu überqueren, gehen andere unter die Erde. Diese Tunnel sind wahre Meisterwerke der Ingenieurskunst. Einige sind mit Beleuchtung, Belüftung und sogar Schienen für Wagen ausgestattet. Ursprünglich wurden sie von Drogenkartellen für den Drogenschmuggel gebaut. Aber bald wurden sie auch für den Transport von Menschen genutzt. Die Tunnel können sich über Hunderte von Yards erstrecken und Lagerhäuser in Mexiko mit Kellern von Gebäuden in den USA verbinden. Es ist schwierig, dorthin zu gelangen. Für das Recht, den Tunnel zu nutzen, muss man enorme Summen zahlen. Aber selbst das garantiert keine Sicherheit. Viele Tunnel sind schlecht gesichert und können jederzeit einstürzen. Außerdem haben die Grenzbeamten längst gelernt, diese unterirdischen Durchgänge zu finden. Sie verwenden Vibrationssensoren, Georadare und sogar Roboter. Aber wenn die Tunnel geschlossen werden, suchen die Menschen nach neuen Wegen. Einige steigen noch tiefer hinab in städtische Abwassersysteme und Wasserversorgungssysteme. Andere nehmen zugänglichere Routen, auch wenn sie gefährlicher sind. Zum Beispiel über den Fluss, der die beiden Länder trennt. Der Rio Grande ist einer der tückischsten Orte an der Grenze, auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Fluss. Aber in Wirklichkeit ist es eine tödliche Falle. Die Strömung hier ist stark. Das Wasser ist trüb mit schnellen Strudeln. Die Tiefe erreicht an einigen Stellen bis zu 20 Fuß. Wenn man nicht weiß, wo man überqueren soll, kann man in wenigen Minuten ertrinken. Migranten nutzen selbstgebaute Flöße, aufblasbare Autoreifen, sogar miteinander verbundene Plastikflaschen. Einige versuchen einfach zu schwimmen. Aber selbst wenn es gelingt, das Ufer zu erreichen, bedeutet das nicht, dass die Gefahr vorüber ist. Am anderen Ufer könnten sie von Grenzbeamten, Kopfgeldjägern oder Banditen erwartet werden, die sich mit Raubüberfällen beschäftigen. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Grenze zu überqueren, ohne dass es jemand bemerkt. Wie kann man die Grenze überqueren und unbemerkt bleiben? Zuerst muss man verstehen, wie die Grenzschutzdienste arbeiten. Sie nutzen Bewegungsmelder, Wärmebildkameras und Patrouillen mit Hunden. Drohnen fliegen über die gesamte Grenze und erfassen selbst die kleinsten Bewegungen. Das wichtigste Gebot ist also, keine Spuren zu hinterlassen. Erfahrene Migranten gehen rückwärts, um wie Grenzbeamten zu verwirren.
Einige tragen spezielle Aufsätze auf ihren Schuhen, damit ihre Spuren wie die von Tieren aussehen. Tagsüber verstecken sie sich und bewegen sich nur nachts. Oft decken sie sich mit Wärmedecken zu, um sich vor Infrarotkameras zu verbergen. Einige verwenden Laserpointer, um Überwachungskameras zu blenden. Es gibt sogar raffinierte Taktiken mit Verkleidungen. Zum Beispiel verkleiden sich einige als Straßenarbeiter und überqueren ruhig die Kontrollpunkte. Und manche tun so, als hätten sie sich einfach verlaufen und wären zufällig auf der amerikanischen Seite gelandet. Aber selbst wenn es gelingt, die Grenze zu überqueren, steht noch eine schwierigere Phase bevor, in den ersten Tagen nicht erwischt zu werden. Während einige ihr Leben riskieren, überqueren andere die Grenze mit Komfort. Ja, die Reichen haben ihre eigenen Methoden. Der einfachste Weg ist, ein Visum zu kaufen. Natürlich gibt es offiziell kein Migrationsvisum, aber es gibt Schlupflöcher. Zum Beispiel ein Touristenvisum. Die Leute fliegen in die USA und bleiben dann einfach dort. Manche gehen sogar eine Scheinehe mit einem US-Bürger oder einer US-Bürgerin ein. Eine andere Möglichkeit ist Korruption. Es gibt Fälle, in denen einflussreiche Personen einfach Grenzbeamte bestechen oder gefälschte Dokumente erhalten, die ihnen die legale Einreise ins Land ermöglichen. Aber die elitärste Methode sind Privatflugzeuge und Yachten. Reiche illegale Einwanderer fliegen einfach mit einem Privatjet ein und in ihren Dokumenten steht bereits ein gefälschter Status. Aber wenn man keine Millionen hat, muss man riskantere Wege gehen. Zum Beispiel, sich auf die Kojoten zu verlassen. Kojoten sind keine Tiere, so nennt man die Führer, die gegen Bezahlung Menschen helfen, die Grenze zu überqueren. Das ist eine ganze Industrie, in der viel Geld und gefährliche Leute involviert sind. Die Dienste eines Kojoten sind teuer. Für die Überquerung der Grenze kann man eine Summe zahlen, die mehreren Jahren Arbeit im Heimatland entspricht. Aber selbst das garantiert keinen Erfolg. Manchmal arbeiten Kojoten mit Kartellen zusammen. Wenn der Migrant nicht vollständig bezahlt hat, kann er einfach in die Sklaverei verkauft oder gezwungen werden, für Drogenhändler zu arbeiten. Aber das Schlimmste sind die Fallen, die auf dem Weg lauern. Die Grenze der USA ist nicht nur ein Zaun oder eine Mauer. Es ist ein riesiges Gebiet voller tödlicher Gefahren. Sandstürme, die einen Menschen in wenigen Minuten unter einer Sandschicht begraben können. Giftige Schlangen und Skorpione, die sich zwischen den Steinen verstecken. Es gibt sogar Orte, an denen die Erde einen buchstäblich verschlingt. Halbsand. Einige Gebiete sind vermint. Alte Minen aus Zeiten von Militärübungen können immer noch explodieren. Und dann gibt es noch künstliche Fallen. Versteckte Gruben, die von Schmugglern aufgestellt wurden, um ungebetene Gäste zu fangen. Aber selbst wenn man es schafft, allen typischen Hindernissen zu entkommen, kann ein anderer Feind auf einen warten. Militärzonen. Es gibt Gebiete, in die nicht einmal die Einheimischen dürfen. Das sind Zonen, in denen geheime Technologien getestet werden, Militärbasen, deren Objekte nicht auf Karten verzeichnet sind. An einigen Orten gibt es Lasersensoren, die ausgelöst werden, wenn jemand eine unsichtbare Linie überschreitet. Andere Zonen werden von bewaffneten Drohnen bewacht, die das Gebiet patrouillieren. Aber am gefährlichsten sind die Übungsplätze, auf denen Militärübungen stattfinden. Menschen, die versehentlich dorthin gelangen, können unter Beschuss geraten oder sich in einer Explosionszone befinden. Aber selbst fortschrittliche Technologien können diejenigen nicht aufhalten, die für ihren Traum alles riskieren. Heute wird die Grenze der USA nicht nur von Menschen, sondern auch von Maschinen bewacht. Du bist nachts, denkst, dass dich niemand sieht, aber in Wirklichkeit hat eine Wärmebildkamera deine Bewegung bereits erfasst. Irgendwo im Hauptquartier analysiert ein KI-System deine Schritte und übermittelt die Koordinaten an die nächste Patrouille. Drohnen, Roboterhunde, Bewegungssensoren. All das funktioniert als ein einheitliches System. An einigen Orten werden sogar biometrische Scanner eingesetzt, die die Gesichter der Menschen direkt an der Grenze überprüfen. Aber die Menschen finden trotzdem Wege, die Maschinen zu täuschen. Zum Beispiel verwenden sie spezielle Decken, die die Körperwärme verbergen. Oder sie bewegen sich in Türgruppen, um die Wärmebildkameras zu verwirren. Aber selbst wenn es gelingt, die Technologien zu umgehen, ist das Schwierigste, nach dem Überqueren der Grenze unbemerkt zu bleiben. Nicht alle, die sich entscheiden, die Grenze zu überqueren, erreichen ihr Ziel. Aber diejenigen, die es schaffen zu überleben, erzählen unglaubliche Geschichten. Einer dieser Fälle ist ein Mann, der sich in der Wüste verirrt hat. Es gab kein Wasser, die Temperatur war extrem hoch, die Kräfte schwanden. Er war überzeugt, dass dies seine letzten Stunden waren. Aber plötzlich sah er Spuren. Jemandes Füße hatten deutliche Abdrücke im Sand hinterlassen. Er folgte ihnen, ohne zu wissen, wohin sie führten. Nach ein paar Stunden stieß er auf eine verlassene Hütte, in der ein alter Plastikkanister mit Wasser zurückgelassen worden war. Genau, das rettete ihm das Leben. Ein anderer Fall. Eine Frau, die sich 3 Tage lang vor den Grenzbeamten in den Büschen versteckte. Ohne Essen, ohne Wasser, mit künstlichen Beinen. Als ihre Kräfte sie bereits verließen, beschloss sie, sich zu ergeben. Sie ging zur Straße.
Aber es stellte sich heraus, dass es eine Gruppe von Migranten war, die ihr halfen, einen sicheren Ort zu erreichen. Aber nicht alle Geschichten enden glücklich. Viele bleiben für immer in der Wüste. Andere geraten in die Hände der Polizei oder krimineller Gruppen. Und all das für den einen Traum, in die USA zu gelangen. Aber ist dieser Traum solche Opfer wert? Wenige wissen es, aber die Illegalen haben ihre eigenen Karten. Das sind keine gewöhnlichen Karten, die man im Laden kaufen kann. Es sind Routenpläne, die von Mund zu Mund weitergegeben werden. Es gibt mehrere erprobte Wege. Einige führen über Bergpässe, andere entlang alter, verlassener Eisenbahnstrecken. Es gibt sogar Routen, die durch Indianerreservate führen, wo die Polizei kaum auftaucht. Die wichtigste Regel ist, nicht den offensichtlichen Pfaden zu folgen. Die Grenzbeamten kennen die beliebtesten Routen und legen dort Hinterhalte. Deshalb ändern die Kojoten auf die Routen und wählen weniger vorhersehbare Richtungen. Aber selbst wenn es gelingt, einen sicheren Weg zu finden, ist das nächste Problem das Geld. Die Grenze zu überqueren ist teuer. Die Menschen verkaufen ihre Häuser, nehmen Kredite auf und leihen sich Geld von Verwandten. Der Durchschnittspreis für die Überquerung liegt bei mehreren Tausend bis Zehntausenden von Dollar. Alles hängt von der Route, den Bedingungen und dem Führer ab. Je sicherer, desto teurer. Aber es gibt einen Haken. Selbst wenn jemand bezahlt hat, bedeutet das nicht, dass er bis zum Ende begleitet wird. Manchmal werden Migranten unterwegs im Stich gelassen und es wird zusätzliches Geld verlangt oder sie werden sogar in die Sklaverei verkauft. Aber selbst wenn man all das überstanden hat, steht noch eine weitere Herausforderung bevor. Das Leben in einem neuen Land. Viele denken, dass man in Sicherheit ist, sobald man die Grenze überquert hat. In Wirklichkeit ist das erst der Anfang eines schwierigen Weges. Erster Mythos. In den USA werden alle Illegalen sofort abgeschoben. Nein, viele leben jahrelang, indem sie sich vor den Behörden verstecken. Zweiter Mythos. Wenn man es in eine Großstadt schafft, wird einen niemand finden. In Wirklichkeit führen die Polizei und der Migrationsdienst ständig Razzien durch, um Illegale bei der Arbeit und an öffentlichen Orten aufzuspüren. Dritter Mythos. In Amerika bekommen alle sofort einen guten Job. In Wirklichkeit arbeiten viele Illegale in den schwersten und am schlechtesten bezahlten Jobs. Ohne Papiere können sie sich nicht offiziell anstellen lassen, was bedeutet, dass man sie leicht betrügen kann. Aber selbst diejenigen, die all das durchgemacht haben, stehen vor einem anderen Problem. Was soll man als nächstes tun? Du hast die Grenze überquert. Du bist in den USA. Was nun? Erstens Unterkunft finden. Viele Illegale drängen sich in Kellern, auf verlassenen Baustellen oder bei entfernten Verwandten. Zweitens Arbeit. Ohne Papiere ist es schwierig, etwas Anständiges zu finden. Meistens ist es Reinigung. Arbeit auf dem Bau, Landwirtschaft. Der Lohn ist minimal, aber es gibt keine Wahl. Drittens Angst. Ständige Angst, erwischt zu werden. Jeder Polizist, jede Ausweiskontrolle birgt das Risiko der Abschiebung. Und all das für ein besseres Leben. Aber wie lange wird es besser bleiben? Mit jedem Jahr wird es schwieriger, die Grenze zu überqueren. Die USA investieren Milliarden in Überwachungstechnologien. Neue Sensoren, Kameras, Roboter werden entwickelt. In Zukunft wird die Grenze möglicherweise von einem vollständig automatisierten System bewacht. Ohne Grenzbeamte, aber mit Tausenden von Kameras und Sensoren. Einige sagen, dass es bald unmöglich sein wird, die Grenze zu überqueren. Aber die Praxis zeigt, dass Menschen immer Wege finden. Die Grenze ist nur ein Hindernis. Aber wenn ein Mensch einen Traum hat, ist er bereit, alles zu tun, um ihn zu erreichen. Wenn die Grenze zwischen den USA und Mexiko aufgrund der Wüsten und Flüsse lebensgefährlich ist, dann ist die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Das ist die wahre militärische Hölle. Die demilitarisierte Zone oder DMZ ist ein schmaler Landstreifen, der die beiden Koreas trennt. Auf den ersten Blick einfach eine leere Gegend. Aber in Wirklichkeit ist es einer der am stärksten militarisierten Orte der Welt. Hier sind Minen installiert, Maschinengewehrnester versteckt und Scharfschützen positioniert. Jede Bewegung und man kann ohne Vorwarnung erschossen werden. Kameras erfassen jede Veränderung in der Landschaft. Die Flucht aus Nordkorea ist fast aussichtslos. Aber selbst unter den typischen Fallen gibt es diejenigen, die Schlupflöcher finden. Einige Nordkoreaner überqueren die Grenze im Regen, wenn die Sensoren schlechter funktionieren. Andere nutzen Tunnel, die noch von Militärs im letzten Jahrhundert gegraben wurden. Aber wenn es gelingt, aus Nordkorea zu entkommen, bedeutet das nicht, dass die Gefahren vorbei sind. Die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Es ist nicht einfach eine Linie auf der Karte. Das heißt, es ist ein Gebiet, in dem Milizen, terroristische Gruppen und Schmuggler aktiv sind. Hier gibt es keine klaren Grenzposten. In den Bergen überqueren Menschen die Grenze, ohne zu wissen, dass sie sich bereits in einem anderen Land befinden. Aber das größte Risiko sind bewaffnete Banden, die diese Gebiete kontrollieren. Einige Afghanen fliehen nach Pakistan, um dem Krieg zu entkommen.
Aber auf dem Weg können sie entführt, getötet oder gezwungen werden, für kriminelle Gruppen zu arbeiten. Es gibt auch einen anderen Weg über den Iran, aber dort gibt es eigene Gefahren. In den Wüsten des Iran sterben viele Flüchtlinge an Durst oder geraten in die Hände von Grenzbeamten, die mit den Übertretern nicht zimperlich umgehen. Die Grenze zwischen Indien und Bangladesch ist eine der am stärksten militarisierten Grenzen in Asien. Entlang der gesamten Strecke sind Zäune mit Stacheldraht errichtet und die Grenzbeamten haben das Recht, ohne Vorwarnung zu schießen. Warum gehen die Menschen dieses Risiko ein? Es ist ganz einfach. Viele Bangladescher wollen nach Indien ziehen, um ein besseres Leben zu suchen. Das Armutsniveau in Bangladesch ist so hoch, dass selbst die Gefahr, getötet zu werden, die Menschen nicht aufhält. Sie versuchen, über den Zaun zu klettern, unter ihm Tunnel graben oder sogar Dämme nutzen. Während der Regenzeit, um die Grenze über die überfluteten Gebiete zu überqueren. Aber wenn sie erwischt werden, können die Konsequenzen schrecklich sein. Die indischen Militärs sind für ihre Grausamkeit gegenüber illegalen Migranten bekannt. Die Grenze zwischen Israel und Palästina ist nicht nur eine Trennlinie. Es ist ein Ort, an dem es täglich zu Zusammenstößen, Schüssen und Explosionen kommt. Israel hat eine 25 Fuß hohe Mauer gebaut, um sich vor Angriffen zu schützen. Aber die Palästinenser versuchen ständig, sie zu überwinden. Einige graben Tunnel, andere schlüpfen durch Lücken in Zaun und wieder andere versuchen, die Grenze als Arbeiter getarnt zu überqueren. Hier ist das Überqueren der Grenze nicht nur ein illegaler Übergang. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Wenn man entdeckt wird, kann man nicht nur verhaftet, sondern auch erschossen werden. Aber trotz aller Hindernisse versuchen es die Menschen weiterhin. Wer hätte gedacht, dass die Grenze zwischen Russland und Norwegen ebenfalls lebensgefährlich sein kann? Raue Klimabedingungen, Minusgrade, eiskalte Flüsse. All das macht die Flucht über diese Grenze zu einer echten Prüfung. Einige fliehen durch die Wälder und erfrieren im Schnee. Andere versuchen, die Grenze mit dem Fahrrad zu überqueren, weil es zu Fuß gesetzlich verboten ist. Im Winter kann man hier auf Bären stoßen oder einfach an der Kälte sterben. Und wenn man von den russischen Grenzbeamten erwischt wird, können die Konsequenzen äußerst hart sein. Aber selbst diese eisige Hölle hält die Menschen nicht auf, die bereit sind, alles für ein neues Leben zu tun.